Über 370.000 Haferflockenbegeisterte haben mein Video gesehen darüber, wie man Haferflocken am besten zubereitet, damit sie auch alle Nährstoffe übertragen und wir wirklich auch unseren Mehrwert davon haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Kommentare, ganz viele Kommentare. Toll, habe ich mich wahnsinnig darüber gefreut, sodass ich die wichtigsten Fragen, die in den Kommentaren immer wieder aufgetaucht sind, hier noch einmal beantworten werde. Und Achtung, zu guter Letzt habe ich noch mal ein Rezept für das sogenannte Bircher Müsli oder für ein Overnight Oat, wie immer wir es jetzt auch nennen wollen. Und noch ein paar extra Tipps dazu. Also das optimale Frühstück für Sie gibt es zum Schluss. Fangen wir an. Haferflocken sind gesund, aber wir müssen einfach darauf achten, dass wir die Zubereitung so optimal wie möglich gestalten. Das ist relativ einfach. So, die Frage, die ganz häufig kam, warum muss ich denn Haferflocken überhaupt einweichen? Im Übrigen betrifft das nicht nur Haferflocken, sondern alle Getreideflocken. So, aber zurück zu unserem geliebten Hafer. Ja, Haferflocken enthalten Phytinsäure und gerade Hafer enthält sehr viel Phytinsäure. Dieses bindet im Dünndarm, bei der Verstoffwechslung, wichtige Spurenelemente und Mineralien. Und jetzt heißt das natürlich, ja, aber bei der industriellen Herstellung, da werden doch die Haferflocken bedampft und dann geht doch sowieso schon ganz viel von der Phytase verloren, also von dem Enzym, das die Phytinsäure abbinden soll, letzten Endes. Ja, aber während des kurzzeitigen Bedampfens wird nur ein ganz geringer Teil dieses Enzyms wirklich zerstört. Ganz was anderes ist es, wenn ich sie koche. Kochendes Wasser hat eine völlig andere Wirkung auf dieses Enzym, auf alle Enzyme, als ein kurzzeitiges Bedampfen bei ungefähr 60 bis 70 Grad. Und dieses kochende Wasser ist hier ein ganz großer Faktor. Durch das Einweichen wird der Rest, und das sind immer noch mindestens 70–80% der Phytase, aktiviert. Also einweichen, Phytase aktivieren, Phytinsäure reduzieren. Das ist jetzt natürlich nicht unbedingt notwendig, aber wenn man größere Mengen Haferflocken jeden Tag isst, dann macht das schon etwas aus. Man sagt, 20–30% weniger an Mineralien, zum Beispiel Vitamin, werden dadurch aufgenommen. Also warum nicht einweichen? Das ist doch einfach. Hier ist das Aber. Mindestens 30 Minuten, das aktiviert das Enzym Phytase. So, nächste Frage zum Einweichen. Warum verursachen Haferflocken Blähungen? Müssen sie nicht zwangsweise. Denn Haferflocken enthalten viele Ballaststoffe, vor allen Dingen enthält insbesondere Hafer viel lösliche Ballaststoffe. Das sind diese Beta-Glucane. Die sättigen und unterstützen die Darmbakterien bei ihren wichtigen Aufgaben und sie unterstützen auch den Fett- und Zuckerstoffwechsel. Soweit, so gut. Blähung machen sie trotzdem. Ballaststoffe können in einem Darm, der nicht hundertprozentig in Ordnung ist, Blähung verursachen. Also, was machen wir? Einweichen. Durch das längere Einweichen quellen die Ballaststoffe bereits in der Müslischüssel. Also das heißt, ich habe diese Ballaststoffwirkung, wenn man so will, bereits in der Müslischale und ich habe weniger Blähung, als wenn das Ganze sich im Dünndarm abspielt. Bessere Wirkung, schneller satt, weniger Blähung durchs Einweichen. Mindestens 30 Minuten einweichen, die Ballaststoffe auf diese Art und Weise schon mal quellen lassen. Nächster Punkt, ballaststoffreiche Ernährung. Wir brauchen Ballaststoffe über 30 Gramm am Tag. Die wenigsten schaffen das. Deswegen sind ja gerade Müsli, Bircher Müsli, so wie dieses Jahr, so wichtig für unsere gesunde Ernährung. Viel Ballaststoffe haben viel Vorteil, wenig Ballaststoffe haben viele Nachteile, das ist hier aufgelistet. Wir finden Ballaststoffe im faserreichen Gemüse, im Obst, im faserreichen Obst und in Hülsenfrüchten und natürlich in Vollkornprodukten. So, Thema Ballaststoffe. Haferflocken enthalten 10 Gramm Ballaststoffe pro 100 Gramm Flocken. Das ist viel und das ist toll.
Früchte im Müsli war die Frage. Geht das? Die Säuren, ja, in sauren Früchten, gerade saure Früchte sind hier das Problem, zerstören das Enzym Amylase und das ist für die Verdauung von Stärke notwendig. Die Amylase habe ich schon im Mund, bildet schon der Mund, im Magen und im Dünndarm. Also das heißt, gerade diese Amylase brauche ich, um Stärke zu verstoffwechseln und die Säure in sauren Früchten verhindert das. Dann habe ich diesen Gärungsprozess und Fuselalkohole. Aber eingeweichte Haferflocken vertragen frisches Obst, auch saures. Der Abbau von Stärke in der Müslischale. Also auch hier habe ich diese Verdauungsreaktion, wenn man so will, schon zu einem Teil in der Müslischale durch das Einweichen. Nochmal, durch das Einweichen des Müslis, also ein Overnight Oat oder diejenigen, die sagen, warum Englisch, ein Birchermüsli. Durch dieses Einweichen jedenfalls habe ich eine radikale Verbesserung der Verdauung. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also hier das Aber, das nächste Aber. Milch im Müsli, geht das? Hier haben wir die Kombination aus einer proteinreichen Lebensmittel, nämlich der Milch, und stärkehaltigen Lebensmitteln. Das hemmt die Verdauung von Stärke und es kommt zur Gärung. Also hier haben wir ein ähnliches Problem. Früchte mit Milch können Blähung verursachen. Ich könnte mir vorstellen, die meisten von Ihnen haben das auch schon mal selber erfahren. Eingeweichte Haferflocken vertragen Frischobst und Milch. Noch besser sind natürlich Milchalternativen. Besser sind Milchalternativen und da gucken wir einfach mal, welche das sind. Hafermilch, Dinkelmilch, Reismilch, Mandelmilch, Kokosmilch. Einfach an diese. Bei der Sojamilch haben Sie nochmal wieder eine ähnliche Reaktion wie bei der Kuhmilch. Also einweichen, wenn in Milch eingeweicht, umso länger, umso besser. Oder von vornherein Hafermilch, Dinkelmilch, Reismilch, Mandelmilch, Kokosmilch verwenden. Zusammengefasst, beim Einweichen finden die ersten Verdauungsprozesse in der Müslischale statt. Je länger eingeweicht, desto besser für unseren Darm. Nächste Frage. Warum Haferflocken nicht kochen? Die kochende Flüssigkeit zerstört nun wirklich die Phytase, dieses Enzym. Und es zerstört die wichtigen Vitamine, B12, B2, B6, E, B1 und so weiter. Warum kochen? Diese Konsistenz des Breis letzten Endes erreiche ich ja auch durch das Einweichen. Es ist einfach sehr, sehr, sehr viel besser für die Inhaltsstoffe im Hafer. Und wenn Sie diesen Brei nicht mögen, diese Konsistenz nicht mögen, ja dann können Sie doch am nächsten Tag immer noch mal frische Dinkelflocken, was auch immer dazugeben. Dann haben Sie das frisch, knackig und haben aber trotzdem die wunderbar vorbereiteten Haferflocken. Also nach Möglichkeit ein Porridge nicht kochen, sondern einweichen. Nicht über 40 Grad erhitzen, aber auch da wurde ich häufig danach gefragt in den Kommentaren, ja natürlich können Sie am nächsten Tag, wenn Sie das Becher Müsli aus dem Kühlschrank nehmen, noch mal ein bisschen warme Mandelmilch zum Beispiel drüber geben, damit es nicht so kühlschrankkalt ist. In der Tat ist es so, je kälter etwas ist, desto weniger gut können Magen und Darm es verdauen. Also entweder nehmen Sie es eine Stunde vorher raus, bevor Sie frühstücken, oder Sie tun noch etwas Warmes drüber. Das ist der ganz einfache Trick. So, Eiweiß. Eiweiß im Müsli. Ich habe gesagt, am besten ist es noch ein bisschen Eiweiß zuzusetzen. Warum? Eiweiß macht satt. Eiweiß unterstützt den Sättigungseffekt. Das ist einerseits tierisches Eiweiß, pflanzliches Eiweiß geht aber genauso. Und wir haben Eiweiß in Nüssen, in Samen, in Amaranth, Quinoa, Hanf, Chiasamen. Chiasamen sind auch nochmal ganz toll. Buchweizen ist großartig, Buchweizenkeime in diesem Fall haben ganz viel Spermidin. Spermidin ist toll, um den Alterungsprozess aufzuhalten. Also hier haben wir wirklich ganz viele gesundheitliche Faktoren auf einmal. Also rein mit den Nüssen. Kommen wir zur nächsten Eiweißfrage. Warum Eiweiß im Müsli? Milchsäure
unterstützt die Aktivität der Phytase, die ja die Phytinsäure abbaut, und verbessert die Verdauung. Nun hat Milchsäure und Milchsäurebakterien nicht unbedingt was mit Milch, also mit der Kuhmilch zu tun. Und wir wissen ja auch, dass Hafermilch etc. in dem Sinne keine Milch ist. Sie hat eine Konsistenz von Milch und so ein Aussehen, aber es ist letzten Endes ein Extrakt zum Beispiel aus dem Hafer und hat nichts mit der Kuh zu tun. Ich habe einige Milchsäurebakterien in der Tat auch in pflanzlicher Milch, aber ich habe viel mehr in einem bereits gegorenen, und das ist genau der Prozess, der hier wichtig ist, Bio-Joghurt. Also ein Esslöffel Joghurt reicht. Einfach zum Müsli dazugeben, entweder am nächsten Tag oder vorher schon beim Einweichen. Es gibt auch Milchsäuretropfen, fragen Sie in der Apotheke danach. Wenn Sie es richtig perfekt machen wollen, dann nehmen Sie Milchsäurebakterien, und zwar solche humanen Ursprungs, die sich im Darm ansiedeln und dort wirklich ihre gute Arbeit leisten. Wie zum Beispiel von Omnibiotik. Einfach ein Omnibiotik 6 besiedelt Dünn- und Dickdarm gleichmäßig mit ins Müsli geben, vielleicht am nächsten Tag, kurz bevor Sie es essen, 10 Minuten vorher ungefähr, und Sie haben das perfekte, gesunde Müsli zu einem perfekten Start in den Tag. So, das der Tipp dazu. Pflanzliches Eiweiß und Milchsäure kommen kombiniert super gut im sogenannten Bircher Müsli oder Overnight Oat. Kann ich Hafer selbst quetschen? Die nächste Frage, die ganz häufig kam. Ja, herzlich gerne können Sie das. Natürlich, besorgen Sie sich eine Quetsche, entweder eine, die man so mit der Hand betreibt, oder auch eine elektrische, und dann geht's los. Aber auch hier müssen Sie ein paar Dinge beachten. Zum einen, jetzt komme ich wieder mit meinem Aber. Frische Flocken reagieren sehr schnell mit Sauerstoff. Sie sind sehr fetthaltig. Fett oxidiert relativ schnell, wird dann bitter oder ranzig. Also innerhalb von 1 bis 2 Tagen muss dieser frisch geflockte Hafer gegessen werden, am besten sogar am gleichen Tag. Und noch was. Das Bedecken mit Flüssigkeit verhindert die Oxidation zu einem gewissen Teil. Ganz wichtig aber, bei frischen Flocken, diese gröberen, selbstgeflockten, führen zu intensiveren, ich sag mal, Darmbewegungen. Frischkorn ist schwer verdaulich. Kleinste Mengen zu Beginn. Wenn Sie daran noch nicht gewöhnt sind, wirklich ganz kleine Mengen. Frisches Korn agiert im Verdauungstrakt ganz anders als die Haferflocken, die wir in der Tüte finden. Im Übrigen gibt es da auch sehr große Unterschiede. In der Qualität kaufen Sie, wenn es irgend möglich ist, Bioprodukte. Die sind nur kurzzeitig behandelt und haben noch alle Nährstoffe, die Sie brauchen. So, hier ist jetzt nochmal das perfekte Frühstück. Overnight Oat, Bircher Müslis, nennen Sie, wie Sie es wollen. Ich habe hier das nochmal dazu geschrieben, 1 Esslöffel Bio-Joghurt. Wichtig auch in diesem Fall mal eine Prise Salz für den Geschmack. Über Nacht in den Kühlschrank ist immer noch the best way, gerade im Sommer, wenn es draußen warm ist. Dann könnten sich da sonst andere Prozesse bilden, die wir gar nicht wollen. Am nächsten Morgen rechtzeitig rausnehmen, mit warmer Pflanzenmilch übergießen. So wäre es perfekt. Und wenn Sie dann, wie gesagt, noch Ihr Omnibiotik dazugeben wollen, haben Sie auch gleich noch einen medizinischen Effekt. Wahrscheinlich haben Sie jetzt einen großen Appetit bekommen auf ein wunderbares, selbstgemachtes Morgenmüsli. Also dann, wohl bekommt's. Wenn es Sie interessiert, das ursprüngliche Haferflockenvideo, Sie es noch nicht gesehen haben sollten, hier finden Sie es. Und mein neues Video über die Gefahr von Antibiotika, und die ist riesig, Achtung damit, das haben wir hier für Sie. Also bis bald, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Tschüss!